Der Gedanke von einer ewigen Wiederkunft aller Dinge überfällt Nietzsche schlagartig auf einer Wanderung im schweizerischen Sils Maria und erschüttert ihn nachhaltig. Die Vorstellung, dass sich alles ewig wiederholt, ist gleichermaßen beunruhigend wie befreiend. Für Nietzsche ist sie ein Schlüssel, um dem Nihilismus zu entkommen und eine leidenschaftliche Liebe zum Schicksal zu entfachen. Was Nietzsche unter der ewigen Wiederkunft desgleichen versteht, wie sich der Nihilismus durch diese Erkenntnis überwinden lässt und warum der Gedanke zu einer Liebe zum Schicksal führen kann, erfährst du in diesem Video. Nietzsche bezeichnet sein Konzept der ewigen Wiederkunft als das größte Schwergewicht. Es ist nicht nur ein kosmologisches Modell, sondern vor allem eine existenzielle Prüfung. Die ewige Wiederkunft ist die Idee, dass alles, was geschieht, bereits unendlich oft geschehen ist und unendlich oft wiederkehren wird. Nietzsche präsentiert diesen Gedanken erstmals in der fröhlichen Wissenschaft und beschreibt ihn als existenzielle Herausforderung. Stell dir vor, ein Dämon sagt dir, dass du dein Leben in jedem Detail unendlich oft wiederholen musst. Würdest du verzweifeln oder diese Aussicht bejahen? Nietzsche nennt diesen Gedanken das größte Schwergewicht, weil er unser Verhältnis zum Leben, zu unseren Entscheidungen und zur Sinnfrage radikal in Frage stellt. Nur mit leiser Stimme und mit allen Zeichen des tiefen Entsetzens sprach er davon, schreibt Nietzsches damalige Freundin Lou von Salome. Die ewige Wiederkunft ist mehr als ein Gedankenspiel. Sie stellt uns als Individuen und als Gesellschaft vor eine existenzielle Herausforderung. Gleichzeitig hat der Gedanke eine transformative Kraft. Er verwirft Ideologien, die auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet sind und kann zu einer radikalen Bejahung des Lebens führen. Auf den ersten Blick scheint die ewige Wiederkunft ein kosmologisches Modell zu sein. Es besagt, dass das Universum keinen Anfang und kein Ende hat und sich alle Ereignisse unendlich oft in exakt derselben Abfolge wiederholen. Die Idee eines zyklischen Universums, das sich unendlich oft wiederholt, finden wir bereits im antiken Griechenland, bei Pythagoras, Heraklit und den Stoikern. Die jeweiligen Videos habe ich dir in der Infobox verlinkt. Nietzsche geht davon aus, dass das Universum in Bezug auf Materie und Energie endlich ist, aber in einer unendlichen Zeit existiert. Da die Zahl möglicher Zustände begrenzt ist, müssen sich alle Zustände unendlich oft wiederholen. Das bedeutet, dass sich nicht nur das Universum unablässig zurücksetzt und wieder geboren wird, sondern auch alles darin. Alles, was geschieht, wird wieder geschehen und zwar unendlich oft. Die ewige Wiederkunft ist die ewige Wiederholung des Gleichen. In seinem Nachlass schreibt Nietzsche: Welchen Zustand diese Welt auch nur erreichen kann, sie muss ihn erreicht haben und nicht einmal, sondern unzählige Male. In einer Welt mit endlichen Möglichkeiten, und die materielle Welt ist endlich, kommt zwangsläufig der Moment, in dem alle Möglichkeiten bereits stattgefunden haben. Und sobald alle Möglichkeiten bereits stattgefunden haben, ist das, was passiert, Wiederholung, Wiederkunft des Gleichen. Alle möglichen Zustände und Geschehnisse tauchen letztendlich wieder auf und sie tauchen unendlich oft wieder auf. Dieser Gedanke lässt sich schön mit dem Infinite-Monkey-Theorem veranschaulichen. Das Infinite-Monkey-Theorem besagt, dass ein Affe, der wahllos auf einer Tastatur herumtippt und unendlich viel Zeit hat, irgendwann alle möglichen Texte, Shakespeares Hamlet, Goethes Faust, deine WhatsApp-Nachrichten oder YouTube-Kommentare schreiben wird und das unendlich oft. Unendlichkeit bedeutet, dass in einer Welt mit endlichen Möglichkeiten jede Kombination zwangsläufig immer wieder auftritt. Alles, was passiert, wiederholt sich unendlich oft. In seinem Nachlass schreibt Nietzsche: Wenn die Welt überhaupt erstarren, vertrocknen, absterben, nichts werden könnte oder wenn sie einen Gleichgewichtszustand erreichen könnte, so müsste dieser Zustand erreicht sein. Aber er ist nicht erreicht. Daraus folgt, dass die Welt stets im Wandel ist, ein Prozess des ewig sich selber Schaffens, des ewig sich selber Zerstörens. Das Universum und jedes einzelne Ereignis darin ist ein ewiger Kreislauf, der sich endlos wiederholt. Es gibt kein statisches Sein, nur Werden. Nietzsche spricht von der Unschuld des Werdens, vom Glück des Kreises, einem Dasein ohne Ziel, ohne Anfang und Ende. Die Metapher des Kreises unterstreicht dieses organische, fließende Werden, das dem statischen Sein überlegen ist.
Allerdings ist die ewige Wiederkunft des Gleichen für Nietzsche weniger eine naturwissenschaftliche Theorie als ein philosophischer Gedanke. Sie ist ein Werkzeug, um teleologische Weltdeutungen zu überwinden und die Welt als ewigen Kreislauf ohne höheren Sinn zu akzeptieren. Denn wenn sich jedes einzelne Ereignis, jedes einzelne Leben unendlich wiederholt, gibt es kein Jenseits, keine ewige Glückseligkeit, kein Fortschritt, kein Ziel. Es gibt nichts außer dieses Leben. Die wahre Kraft der ewigen Wiederkunft entfaltet sich in ihrer existenziellen Dimension. In seinen nachgelassenen Notizen stellt Nietzsche die Frage: Ist es so, dass ich es unzählige Male tun will? Diese Frage zwingt uns, jede Handlung, jede Entscheidung zu reflektieren, als müssten wir sie ewig wiederholen. Sie ist eine Prüfung unserer Lebensführung. Leben wir so, dass wir unser Dasein bejahen können? Ausführlicher formuliert Nietzsche den Gedanken im Aphorismus 341 der fröhlichen Wissenschaft. Wie wenn dir eines Tages oder nachts ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche und dir sagte: Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch unzählige Male leben müssen. Und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Große deines Lebens muss dir wiederkommen. Und alles in derselben Reihe und Folge. Und ebenso diese Spinne und dieses Mondlicht zwischen den Bäumen und ebenso dieser Augenblick und ich selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht und du mit ihr, Stäubchen vom Staube. Würdest du dich niederwerfen und mit den Zähnen knirschen und den Dämon verfluchen, der so redete? Oder hast du einmal einen ungeheuren Augenblick erlebt, wo du ihm antworten würdest: Du bist ein Gott und nie hörte ich Göttlicheres? Wenn jener Gedanke über dich Gewalt bekäme, er würde dich, wie du bist, verwandeln und vielleicht zermalmen. Die Frage bei allem und jedem: Willst du dies noch einmal und noch unzählige Male, würde als das größte Schwergewicht auf deinem Handeln liegen. Oder wie müsstest du dir selber und dem Leben gut werden, um nach nichts mehr zu verlangen, als nach dieser letzten ewigen Bestätigung und Besiegelung? In dieser mentalen Übung geht es nun nicht mehr nur um eine Überprüfung geplanter Handlungen oder Entscheidungen. Es geht darum, dass du dein Leben genauso, wie du es gelebt hast, wiederleben musst. Du kannst nichts daran ändern, nichts auslassen oder besser machen. Dieselbe Geburt, dieselbe Kindheit, dieselben Entscheidungen, dieselben Erfolge, Höhepunkte und Freuden, aber auch dieselben Fehler, Enttäuschungen und Leiden. Wärst du bereit, dieses Leben ewig wiederzuleben? In diesem Aphorismus wird klar, dass die existenzielle Dimension der ewigen Wiederkunft in der kosmologischen enthalten ist. Wenn sich das Universum unendlich wiederholt, wiederholt auch unser Leben sich unendlich. Außerdem wird klar, dass Nietzsches Idee der ewigen Wiederkunft sehr viel mehr beinhaltet als den Aufruf, Entscheidungen genau zu überdenken oder intensiv zu leben. Denn der Dämon stellt die Frage an jemanden, der sein Leben bereits gelebt hat. Er warnt nicht vorher, er fragt im Nachhinein. Die Frage bezieht sich auf das Leben, das gelebt wurde, ohne zu wissen, dass es wieder gelebt werden würde. Die Frage ist, ob man bereit ist, ein Leben wiederzuleben, das nicht außergewöhnlich war, das nicht mit der Absicht gelebt wurde, wiedergelebt zu werden. Der Gedanke der ewigen Wiederkunft kann uns erschüttern. Wenn wir unser Leben wiederleben müssten, würden viele von uns wahrscheinlich einige Ereignisse streichen wollen. Doch er kann auch transformieren, indem er uns dazu bringt, unser Schicksal anzunehmen. Ein Konzept, das Nietzsche Amor Fati, Liebe zum Schicksal, nennt. In Ecce Homo schreibt er: Meine Formel für die Größe am Menschen ist Amor Fati. Dass man nichts anderes haben will, vorwärts nicht, rückwärts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Notwendige nicht bloß ertragen, noch weniger verhehlen, sondern es lieben. Liebe zum Schicksal bedeutet, das Leben nicht nur zu ertragen, sondern es aktiv zu bejahen, als wäre jede Entscheidung und jedes Ereignis ewig wiederholenswert. In Also sprach Zarathustra verkündet Zarathustra: Doch alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Liebe zum Schicksal bedeutet nicht, die angenehmen Momente unseres Lebens zu lieben. Es bedeutet nicht, das zu lieben, was uns gut getan hat, unsere Erfolge, unsere Höhepunkte, unsere Freuden zu lieben. Es bedeutet, unser ganzes Leben zu lieben, einschließlich der Fehler, einschließlich der Enttäuschungen, einschließlich der Leiden.
Wenn man sich vorstellt, dass jedes Ereignis, jede Entscheidung, jedes Leid und jede Freude unendlich oft wiederkehrt, stellt sich die Frage, kann ich mein Leben so lieben, dass ich diese Wiederholung will? Amor Fati bedeutet, diese Frage mit einem uneingeschränkten Ja zu beantworten. Die ewige Wiederkunft ist kein Aufruf, unser Leben zu ändern, sondern unsere Haltung zum Leben zu ändern. Es geht um die radikale Bejahung des Lebens in seiner Gesamtheit mit all seinen Freuden, Leiden, Höhen und Tiefen. Doch die ewige Wiederkunft hat nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kulturelle Dimension. Nietzsche sucht nach einer Lehre, die stark genug ist, die Entwicklung und Erziehung einer Gesellschaft oder Generation zu beeinflussen. Eine solche Lehre soll die Starken fördern und die Schwachen lähmen. Sein Ziel ist es, eine Kultur zu schaffen, die das Leben feiert, anstatt es zu verneinen. Diese Haltung steht im Gegensatz zur christlichen Sicht, die das Leben als leidvoll und erlösungsbedürftig betrachtet. Nietzsche schlägt stattdessen eine dionysische, weltliche Religion vor, die das Leben und die Welt bejaht. Während sich im Christentum die Schwachen über die Starken erheben, triumphieren in Nietzsches neuer weltlicher Religion die Starken. Die Idee der ewigen Wiederkunft ist zentral für Nietzsches Projekt. Sie ist ein neues Gelübde, ein Eid, der die Treue zur Erde, zum Leben und zur physischen Welt fordert. Eine vollständige Umkehrung christlicher Vorstellungen, die das Jenseits über das Diesseits und den Geist über die Materie stellt. Denn für Nietzsche existiert nur die natürliche Welt. Diese ist getrieben vom Willen zur Macht. Sie existiert ohne Anfang oder Ende in einem ständigen Prozess des Werdens und Vergehens. Es gibt keine ewige Glückseligkeit im Paradies, in einer klassenlosen Gesellschaft oder in einer fortschrittlicheren Welt. Es gibt kein Ziel und keine Erlösung. Es gibt nur die ewige Wiederholung des Gleichen in dieser einen Welt. Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkunft dient der Erhöhung der Menschheit. In Also sprach Zarathustra lässt er seinen Propheten Zarathustra diese Idee verkünden, um gegen die Schwächen der Gesellschaft zu kämpfen. Sie fordert, die Welt als Ort des Werdens anzuerkennen, wo alles Leben danach strebt, sich zu überwinden und zu wachsen und sich alles, Glück und Leid, ewig wiederholt. Eine solche Haltung ist nur für starke Menschen geeignet. Schwache Menschen werden an der Idee zugrunde gehen. Deshalb ist Also sprach Zarathustra ein Buch für alle und keinen. Es spricht diejenigen an, die das Leben bejahen können, bleibt aber für die Mehrheit, die Mittelmäßigkeit akzeptiert, unzugänglich. Die ewige Wiederkunft findet ihren künstlerischen Höhepunkt in Nietzsches Werk Also sprach Zarathustra. Hier wird die Lehre nicht nur theoretisch diskutiert, sondern als existenzielles Drama dargestellt. Zarathustra ringt mit dem Gedanken der Wiederholung, insbesondere mit der Wiederkehr des Kleinsten, also der banalen und niedrigen Aspekte des Lebens. Die ewige Wiederkunft stellt für ihn eine gewaltige Herausforderung dar, dass sie die Starken beflügelt, aber die Schwachen lähmt. Der Gedanke ist sowohl erhebend als auch niederschmetternd. In einer zentralen Metapher steht Zarathustra vor einem Tor, das die ewige Wiederkunft symbolisiert und erkennt, dass alles, das Höchste und das Niedrigste, untrennbar miteinander verknüpft ist. Jeder Moment, jede Freude und jeder Schmerz sind ewig verflochten. Ein Ja zu einem einzigen glücklichen Augenblick bedeutet ein Ja zum gesamten Leben, einschließlich aller Leiden. In Das trunkene Lied drückt Nietzsche diese Idee poetisch aus. Freude und Schmerz, Fluch und Segen, Nacht und Tag sind untrennbar. Wer die Ewigkeit eines glücklichen Moments wünscht, wünscht die Ewigkeit aller Dinge. Im Zarathustra wird die ewige Wiederkunft zu einer Prüfung, die den Menschen auffordert, sich selbst zu überwinden, um ein höheres Dasein zu erreichen. Sie führt zur Vision des Übermenschen, der die ewige Wiederkunft nicht nur erträgt, sondern bejaht. Nietzsche notiert: Nach der Aussicht auf den Übermenschen auf schauerliche Weise die Lehre der Wiederkunft jetzt erträglich. Die ewige Wiederkunft ist ein vielschichtiges Konzept, das kosmologische, existenzielle und kulturelle Dimensionen vereint. Sie fordert uns auf, unser Leben so zu gestalten, als würde es ewig wiederkehren und stellt damit eine radikale Prüfung unserer Werte und Entscheidungen dar. Vor allem aber geht es darum, das Leben radikal zu bejahen mit all seinen Höhen und Tiefen. Für Nietzsche ist die ewige Wiederkunft kein bloßes Gedankenspiel, sondern eine transformative Kraft, die den Weg zum Übermenschen und einer neuen Rangordnung ebnet.
Was hältst du persönlich vom Gedanken der ewigen Wiederkunft? Könntest du es ertragen, wenn alles ewig wiederkehren würde? Wenn du deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!